Longtermismus ist eine der umstrittensten philosophischen Positionen unserer Zeit. Er besagt, dass wir die Interessen künftiger Generationen berücksichtigen müssen und somit eine enorme Verantwortung für die langfristige Zukunft tragen. Was daran problematisch und vielleicht sogar gefährlich ist, untersuchen wir in diesem Video. Der Longtermismus basiert auf 3 zentralen Argumenten, die der schottische Philosoph William MacAskill in seinem Buch Was wir der Zukunft schulden zusammenfasst. Erstens die gewaltige Anzahl zukünftiger Menschen. Die Menschheit existiert erst seit etwa 300.000 Jahren, könnte aber, wenn wir überleben, noch Millionen, 100 Millionen oder sogar Milliarden Jahre weiter existieren. Selbst bei sehr konservativen Schätzungen könnten in der Zukunft Billionen Menschen leben. Das bedeutet, fast das gesamte Potenzial für menschliche Freude, Leid, Kultur und Erfüllung liegt nicht in der Vergangenheit oder Gegenwart, sondern in der Zukunft. Zweitens moralische Gleichheit. Zukünftige Menschen zählen aus moralischer Sicht genauso viel wie wir heute Lebenden. Ihre Freuden und Schmerzen werden genauso real sein wie unsere. Der bloße Umstand, dass jemand später geboren wird, macht sein Leben nicht weniger wertvoll, genauso wie die Hautfarbe, das Geschlecht oder der Geburtsort keinen moralischen Unterschied machen sollten. Drittens unser außergewöhnlich großer Einfluss. Wir leben aktuell in einer einzigartigen Zeit, in der Wachstumsraten, technologische Entwicklungen und globale Risiken beispiellos hoch sind. Unsere Handlungen hatten schon immer langfristige Konsequenzen und die Entscheidungen, die wir heute treffen, etwa bei der Entwicklung nuklearer Waffen, künstlicher Intelligenz oder von Krankheitserregern aus dem Reagenzglas, könnten die gesamte langfristige Zukunft der Menschheit positiv oder negativ prägen. Aus diesen 3 Argumenten ergibt sich die Kernforderung des Longtermismus. Wir haben eine moralische Pflicht, die Interessen der schweigenden Milliarden zukünftiger Menschen ernst zu nehmen, Existenzrisiken zu minimieren und dafür zu sorgen, dass die Zukunft nicht nur riesig, sondern auch gut wird. Die Argumente des Longtermismus klingen auf den ersten Blick überzeugend. Eine potenziell gigantische Zukunft mit Billionen von Menschen, die moralisch genauso zählen wie wir, und wir haben heute die einzigartige Chance, diese Zukunft zu retten oder zu zerstören. Intuitiv würde man nicken und sagen, ja, wir sollten verantwortungsvoll handeln, Risiken minimieren und langfristig denken. Doch es gibt auch Kritik. Denn so plausibel und gut gemeint diese Idee auch klingt, Longtermismus ist eine der umstrittensten ethischen Positionen unserer Zeit. Kritiker werfen ihm vor, die drängenden Probleme der Gegenwart systematisch abzuwerten. Armut, Krankheit, Ungerechtigkeit von Milliarden Menschen heute könnten zugunsten spekulativer Risiken in ferner Zukunft vernachlässigt werden. Manche sehen sogar die Gefahr, dass Longtermismus missbraucht wird, als Rechtfertigung für totalitäre Maßnahmen oder ein gefährlich rasantes Technologierennen, bei dem wir die Kontrolle verlieren könnten. Andere halten die ganze Rechnung für philosophisch absurd oder kritisieren ihn als Elitenprojekt reicher Tech-Milliardäre, welches normale Menschen hoffnungslos überfordert. Ob diese Kritik am Longtermismus berechtigt ist, schauen wir uns jetzt genauer an. Eine häufige Kritik ist, dass sich Longtermismus zu sehr mit spekulativen zukünftigen Gefahren beschäftigt und die wichtigeren und dringenderen Bedürfnisse der Gegenwart vernachlässigt. Es wird befürchtet, dass Longtermismus aktuelle Armut, Krankheit und Ungerechtigkeit systematisch abwerten könnte. Extrem formuliert, 1 Milliarde Menschen heute leiden zu lassen, könnte gerechtfertigt erscheinen, wenn dadurch die Interessen von 10 hoch 15 glücklicheren Zukunftsmenschen gesichert werden. Hilfsorganisationen wie Open Philanthropy haben beispielsweise seit ca. 2018 deutlich mehr in KI und Biosicherheit investiert als in globale Gesundheit, obwohl letzteres nach klassischen Berechnungen immer noch deutlich kosteneffektiver ist. Der schwedische Philosoph und Zukunftsforscher Nick Bostrom, ein wichtiger Vordenker des Longtermismus, schrieb 2009: Eine nicht existenzielle Katastrophe, die zum Zusammenbruch der globalen Zivilisation führt, ist aus Sicht der gesamten Menschheit ein potenziell überwindbarer Rückschlag.
Ein riesiges Massaker für den Menschen, ein kleiner Fehltritt für die Menschheit. Die Reduzierung eines existenziellen Risikos um nur ein Milliardstel eines Prozentpunkts könnte seiner Ansicht nach 100 Milliarden Mal so viel wert sein wie 1 Milliarde menschliche Leben in der Gegenwart. Und McEskill schrieb 2019 zusammen mit seiner Kollegin Hilary Graves: Die Idee ist dann, dass wir zum Zwecke der Bewertung von Maßnahmen zunächst oft einfach alle Auswirkungen in den ersten 100 oder sogar 1000 Jahren ignorieren und uns in erster Linie auf die Auswirkungen in der ferneren Zukunft konzentrieren können. Das bedeutet, alles ist in der Gegenwart erlaubt, solange es existenzielle Risiken für die langfristige Zukunft minimiert. Die Passage wurde in späteren Versionen des Textes entfernt. Der australische Philosoph Peter Singer, einer der Mitbegründer des effektiven Altruismus, kritisiert die Tendenz, dass die Minimierung existenzieller Risiken für zukünftige Generationen innerhalb der Bewegung Vorrang vor der Minimierung gegenwärtigen Leids gewinnt. Seiner Ansicht nach ist die Vernachlässigung gegenwärtiger Probleme nicht nur moralisch falsch, sondern verhindert auch, dass sich Menschen überhaupt für den effektiven Altruismus engagieren. Erschwerend kommt hinzu, dass wir nicht sicher wissen können, was die Zukunft bringen und welche Bedürfnisse und Wünsche zukünftige Generationen haben werden. Unsere Vorhersagen über die Zukunft sind zu unsicher, um darauf basierend moralische Prioritäten zu setzen. Der US-amerikanisch-kanadische Kognitionswissenschaftler Steven Pinker kritisiert nach dem Lesen von McEskills Buch genau diese vermeintliche Gewissheit über Dinge, von denen wir keine Ahnung haben, da die Zukunft ein Garten mit sich exponentiell verzweigenden Pfaden ist. Das Festlegen korrekter Antworten auf unlösbare philosophische Rätsel und unbeschwertes Vertrauen in technologische Fortschritte, die sich in der Fantasie abspielen und vielleicht niemals eintreten werden. Denn Longtermismus ist eine philosophische Haltung, keine wissenschaftliche. Longtermisten versuchen mit vielen Statistiken und Zahlen den Eindruck von Präzision und Objektivität zu erwecken. In Wahrheit basiert die moralische Priorisierung zukünftiger Generationen jedoch auf unsicheren Schätzungen und spekulativen Annahmen. Wenn wir mit dem Wert menschlicher Leben argumentieren, machen wir zwangsläufig ein moralisches Argument, das nicht allein wissenschaftlich und logisch abgeleitet werden kann. Es ist nicht irrational zu sagen, dass wir uns nicht um hungernde Kinder in Afrika kümmern sollen. Es ist auch nicht irrational zu sagen, dass wir uns nicht um Menschen kümmern sollen, die in 1 Milliarde Jahren auf dem Mars leben könnten oder auch nicht. Es ist eine moralische Frage. Zu diesem moralischen Problem der Bewertung zukünftigen Lebens schreibt Singer: Wie schlimm das Aussterben intelligenten Lebens auf unserem Planeten wäre, hängt entscheidend davon ab, welchen Wert wir Leben beimessen, das noch nicht begonnen hat und vielleicht auch nie beginnen wird. Denn unsere Handlungen beeinflussen nicht nur die Lebensqualität zukünftiger Menschen, sondern auch, welche individuellen Menschen überhaupt existieren werden. Die Frage ist dann: Warum soll ich Verantwortung für zukünftige Menschen zeigen, die nur existieren, weil ich heute genauso handle, wie ich handle? Wenn wir heute zum Beispiel nicht in KI-Sicherheit investieren, werden in 200 oder 500 Jahren völlig andere Menschen geboren als bei einer anderen Politik. Die geschädigten Menschen gäbe es bei einem anderen Verhalten gar nicht. Wie kann ich ihnen schaden, wenn die Alternative für sie gar keine Existenz wäre? Ein weiteres philosophisches Problem am Longtermismus ist die repugnant conclusion, zu Deutsch in etwa die abscheuliche Schlussfolgerung. Der Longtermismus geht davon aus, dass mehr glückliche Menschen in der Zukunft besser sind. Diese Perspektive bezeichnet man als Total View. Eine Welt mit 100 Milliarden sehr glücklichen Menschen ist besser als eine Welt mit 10 Milliarden extrem glücklichen Menschen. Wenn man diese Logik konsequent zu Ende denkt, kommt man zu einem absurden Ergebnis. Eine riesige Weltbevölkerung von vielen Billionen Menschen, bei der jeder ein kaum lebenswertes Leben führt, wäre moralisch besser als unsere heutige Welt mit 8 Milliarden Menschen, die ein wirklich gutes Leben haben. Das fühlt sich für die meisten Menschen völlig falsch an.
In der alternativen Perspektive, der sogenannten Average View, zählt nur das durchschnittliche Wohlergehen. Hier wäre eine kleine Welt mit sehr glücklichen Menschen am besten und Milliarden zukünftiger Menschen dürften gar nicht erst geboren werden, wenn sie den Durchschnitt senken würden. Auch das erscheint vielen moralisch falsch. Sowohl zum Non-Identity-Problem als auch zu Repugnant Conclusions sind separate Videos geplant. Wer die Zukunft um fast jeden Preis retten will, könnte Überwachungsstaaten, Zwangseingriffe oder eugenische Maßnahmen rechtfertigen. Gräueltaten in der Gegenwart könnten, ähnlich wie im Kommunismus und Nationalsozialismus, mit Verweis auf eine bessere, langfristige Zukunft legitimiert werden. Die Geschichte ist voll von Beispielen, in denen eine selbsternannte intellektuelle Elite sagte, dass es okay sei, ein paar Millionen Menschen für das größere Wohl zu opfern. Auch kann Longtermismus als Rechtfertigung für Akzelerationismus dienen. Akzelerationismus ist die Überzeugung, dass man bestimmte Prozesse absichtlich so schnell wie möglich vorantreiben soll, selbst wenn dies kurzfristig Chaos, Ungleichheit oder Risiken erzeugt, weil am Ende etwas viel Besseres herauskommt. Technologischer Fortschritt, etwa bei der Entwicklung einer allgemeinen künstlichen Intelligenz oder eine schnelle Besiedelung anderer Planeten, soll möglichst schnell vorangetrieben werden, um eine positive, langfristige Zukunft zu ermöglichen. Die technokratische Vision der Longtermisten ist antidemokratisch. Die langfristige Zukunft zu sichern, hat klaren Vorrang vor demokratischen Entscheidungen. Sie basiert auf der unberechtigten Zuversicht in die Fähigkeit ihrer Anhänger, die Zukunft vorherzusagen und nach ihrem Geschmack zu gestalten. Tech-, Finanz- und Philosophie-Eliten können ihre antihumanistischen und antidemokratischen Tendenzen ausleben und ihre techno-utopischen Fantasien verfolgen, während sie vorgeben, Gutes zu tun. Longtermismus wird vor allem von hochgebildeten, wohlhabenden Menschen aus reichen Ländern vertreten und manchmal als Ethik für Silicon Valley-Milliardäre kritisiert. Ihm wird vorgeworfen, ein Konzept für privilegierte Akademiker zu sein, das die Perspektiven marginalisierter Gruppen und ärmerer Länder ignoriert. Viele zentrale Institute wie das Global Priority Institute oder das Future of Humanity Institute in Oxford existieren inzwischen nicht mehr, sodass sich der Einfluss weiter in private Stiftungen und Tech-Kreise verlagert. Während hochgebildete, reiche Eliten erheblichen Einfluss auf Forschung, Entwicklung und Politik nehmen, bleiben die Stimmen und Bedürfnisse von Menschen in ärmeren Ländern oder marginalisierten Gruppen oft unberücksichtigt, was den Vorwurf verstärkt, dass Longtermismus weniger eine universelle Ethik als vielmehr eine Perspektive privilegierter Kreise ist. Der Schutz künftiger Generationen könnte heute lebende Menschen, die nicht zu einer reichen Elite gehören, hoffnungslos überfordern. Fassen wir die Kritik zusammen. Der Longtermismus vernachlässigt die Gegenwart, basiert auf Unsicherheit, hat philosophische Schwächen, birgt Missbrauchspotenzial und führt zu Überforderung, sofern man nicht zu einer reichen oder intellektuellen Elite gehört. MacAskill ist auf viele dieser Kritikpunkte in Interviews auf seiner Website und in seinem Buch eingegangen. Er entgegnet, dass Longtermismus keineswegs aktuelle Probleme ignoriert, sondern eine zusätzliche Perspektive bietet. Bedrohungen, etwa durch einen Atomkrieg, Pandemien aus dem Labor, künstliche Intelligenz oder Klimawandel, sind schon heute so dringlich, dass wir gar nicht mehr vor der Wahl zwischen kurz- oder langfristigem Handeln stehen. Longtermismus nutzt daher nicht nur künftigen Generationen, sondern auch uns. Viele Maßnahmen, zum Beispiel bessere Pandemieprävention oder KI-Sicherheit, haben doppelten Nutzen für Gegenwart und Zukunft. Die Ungewissheit der Zukunft ist für MacAskill kein Grund, nichts zu tun. Im Gegenteil, gerade weil wir unsicher sind, sollten wir vorsichtig handeln und Risiken reduzieren. Zum Non-Identity-Problem sagt er: Es geht nicht um bestimmte Personen, sondern darum, welche Welt wir schaffen. Eine blühende Welt oder eine Welt voller Leid. Eine gute Welt ist besser als eine schlechte, egal wer genau dort lebt. MacAskill gesteht zu, dass wir bisher noch keine wirklich befriedigende Lösung für das philosophische Problem der Repugnant Conclusion gefunden haben. Trotzdem findet er die Grundintuition des Longtermismus weiterhin plausibel. Eine riesige Zukunft voller blühender Leben ist erstrebenswert. Wir müssen nur sicherstellen, dass diese Leben wirklich gut sind und nicht nur kaum lebenswert.
Auch teilt er die Sorge, dass Longtermismus missbraucht werden könnte, um egoistisches oder unmoralisches Verhalten zu rechtfertigen. Seiner Ansicht nach sollten wir zum Wohl künftiger Generationen beitragen und gleichzeitig ein ganzheitlich gutes Leben führen. Er warnt selbst vor Risiken wie globalem Totalitarismus und betont, dass der Zweck nicht immer die Mittel heiligt. Seiner Ansicht nach können nicht nur reiche Eliten einen Beitrag zum Schutz der Zukunft leisten, sondern jeder Einzelne, etwa durch die richtige Berufswahl, persönliches Engagement oder die Unterstützung effektiver Organisationen. Longtermismus ist keine Ethik für Milliardäre, sondern eine Haltung, in der jeder die Welt ein wenig besser machen kann. Was denkst du persönlich? Überzeugt dich die Kritik am Longtermismus? Schreibe deine Meinung sehr gerne in die Kommentare. Wenn du meine Arbeit unterstützen und deine philosophischen Kenntnisse vertiefen möchtest, schau gerne im Shop vorbei. Dort findest du Zusammenfassungen, Prüfungsfragen, Unterrichtsmaterialien sowie die Skripte und Folien zu meinen Videoreihen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!